Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wieder mit einem neuen Speed Set, dem 2026 Swimsuit CS Set, neuem Event, Fly Summer Music Festival Event und neuen Patch Notes. Das ist aber nur eine einzige Zeile. Genau. Und ja, Summer 2026 Set. Ich finde es nicht schlecht tatsächlich. Farblich gibt es auf jeden Fall Variationen. Ist eigentlich nichts wirklich doppelt dabei. Ich persönlich bin ja nicht der größte Fan von so Badeanzug, Skins und so weiter, weil ich einfach, ja, keine Ahnung, brauche ich nicht. Mein Charakter soll eher eine heftige Rüstung oder so anhaben oder irgendwas, keine Ahnung, Außergewöhnliches, was man nichts Alltägliches. Naja, und das hier sind halt so alltägliche Outfits, sag ich mal. Außerdem gibt es auch wieder ein neues Fluggerät. Diesmal ein Wal, schätze ich, soll das sein. Und ja, sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Ich habe ihn in-game noch nicht gesehen. Aber jetzt, das kann man nachholen. Ein Runenwal ist das. Er blinzelt sogar, oder? Hat er gerade geblinzelt? Ja, der blinzelt. Aber nur sehr selten, okay. Okay, das ist tatsächlich ein krasses Detail. Da habe ich noch nie drauf geachtet bei anderen Flugtieren, ob die blinzeln. Ein krasses Detail tatsächlich. Ja, sieht nicht schlecht aus. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht in-game gesehen, wie er sich so bewegt und so, wie so die Animation vom Fliegen ist. Aber ich muss sagen, eigentlich auch wieder ein ziemlich cooles Fluggerät auf jeden Fall. Nicht cooler als der Fox, aber schon auch ziemlich nice. Dann kurz die Patch Note. Die einzige Patch Note, die es hier gibt, ist ein Bugfix. Und zwar wurde ein Problem behoben, wo Spieler sofort disqualifiziert wurden, wenn sie dem Regenbogenrennen beigetreten sind, von einem Gebiet, in dem Fliegen nicht erlaubt ist. Das könnten zum Beispiel Dungeons sein, Flugverbotszonen, irgendwie sowas, schätze ich mal. Und ja, da gab es wohl ein gewisses Problem. Und dann die große Neuigkeit, das große neue Event, das Fly Summer Music Festival Event, läuft jetzt vom 2. Juli bis zum 30. Juli. Und man muss eigentlich einfach nur Monster töten. Ist diesmal tatsächlich ziemlich simpel. Vom Aufbau her erinnert es auch wirklich stark an ein Fly-PC-Event, das es mal gab, in einer ähnlichen Form. Also besser gesagt, fast alle Fly-PC-Events haben eigentlich so funktioniert. Und zwar, wenn man mindestens Level 20 ist, dann kann man von Monstern die Musiknoten droppen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und alle Monster droppen die, Dungeons, Open World etc., also alle Monster, wenn man das nötige Level hat. Und diese Musiknoten kann man dann eintauschen. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Aus irgendeinem Grund kann man diese obere Hälfte dieser Tabelle immer eintauschen. Also quasi hier brauchst du 5 Musiknoten für dieses Blunt Mayor Score. Ich zoome mal noch ein bisschen ran, weil die Tabelle ist relativ klein. Dann 10 Stück für Mysterious Musik Score, Scroll und so weiter, bla bla bla. Rechts steht, wie oft du das eintauschen kannst. Links steht, wie viele Noten du dafür brauchst. Also hier 5 Noten, da 10, 15, 20 etc. Und hier drüben, wie oft du das eintauschen kannst. Das obere bis zur Archangel's Hymn geht die ganze Zeit. Die untere Hälfte, das geht erst ab dem 16.07. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Es wird hier auch nicht wirklich erklärt. Es steht einfach nur da, dass es halt so ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Keine Ahnung. Es ist einfach nur ein bisschen komisch. Ist aber letztendlich egal, weil das Event geht ja so oder so bis zum 30.07. Das heißt, wenn man unbedingt hier zum Beispiel die Valkyrie haben möchte, Valkyries March Score, weil man Smelling Scrollboxen haben möchte, naja, dann muss man halt einfach bis zum 16.07. warten und dann genug Noten zur Verfügung haben. Also ist jetzt eigentlich kein Weltuntergang. Und wie das Event dann noch funktioniert ist, das steht hier auch nicht wirklich, oder ich habe es nicht gesehen. Man kann diese Mysterious Musik Score Scroll auch droppen von Monstern und ab dem 16.07., vermute ich mal stark, kann man auch diese Fantastic Music Score Scroll droppen. Und was ist das? Das sind tatsächlich Random Boxen. Also in der Fantastic Music Score Scroll können drin sein Valkyries March, Fallen Angel Requiem, Meowing Cat Score. Und bei der Mysterious können die hier oben drin sein.
Hier rechts steht die Wahrscheinlichkeit. Ich habe heute so eine Mysterious Music Score Scroll auf meinem Blade gedroppt, geöffnet und da war dann halt dieser Blunt Mayos Score drinnen. Genau. Ist ein bisschen verwirrend, wenn man es so zum ersten Mal sieht, liest, hört, was auch immer. Aber eigentlich, ja, ziemlich einfache Eventgestaltung. Du farmst Musiknoten, tauscht die dann gegen einzelne Boxen ein. Die Boxen sind hier oben dargestellt, die Wahrscheinlichkeiten beziehen sich aber nur auf die Mysterious Music Score und Fantastic Music Score Box. Also das heißt Scroll, aber es ist im Endeffekt eine Box, wo eine andere Box drin ist. Und man kann sich aber auch direkt alle Boxen eintauschen. Sowohl die Random Boxen als auch die, wo es zu 100% ist. Einzige Haken an der Geschichte ist halt, dass die untere Hälfte eben erst ab dem 16.07. eintauschbar ist. Alles ist natürlich sehengebunden und alles wird gelöscht, nachdem das Event vorbei ist. Also hier gilt mal wieder nicht bunkern bis nach dem Event oder so, sondern möglichst einfach alles eintauschen und öffnen. Und ja, das war's eigentlich. Also das ist so ein klassisches Event, wo ich persönlich immer sage, das hängt von der Droprate ab, wie gut dieses Event ist, weil, okay, die Belohnungen haben wir uns noch gar nicht im Detail angeguckt. Was kann man bekommen? Amplification, Activision, Upcut Stone, Death Upcut Stone, Potion Box, Mating Scroll, Grilled Eel, Pet Reroll Scroll ist tatsächlich ein Item, was es sehr selten von Events gibt. Also das ist so ein kleines Highlight hier auch, etwas, was wirklich selten ist. Resurrection kann man bekommen. Also es ist insgesamt ein ganz gutes Event, was Power-Ups angeht. Nicht so sehr, wenn man so mehr Fan von Party-Scrolls oder sogar Speed-CS-Sets ist, die man mal gratis bekommen kann. Gibt es ja auch viele Events für. Es ist mehr ein gutes Vorratsevent, wo man wirklich massiv Power-Ups bekommen kann. Und vor allem auf dem FEC verbraucht man die auch relativ schnell wieder. Das heißt, da hat man ständig Bedarf nach neuen Power-Ups. Also es ist ein gutes Event, um wieder aufzustocken. Wofür es nicht so gut ist, ist, wie gesagt, wenn man jetzt nur auf Products gehen will, da wird man eher nicht so viele bekommen. Also eintauschen direkt kann man 5 Smelling Scroll Boxen quasi bei der Valkyria's March. Und wenn man Glück hat, kann man halt aus der Fantastic Music Score Scroll auch noch ein paar Products bekommen. Aber ist schon stark limitiert auf jeden Fall. Von dem her, ja, muss man mal gucken. Und ja, insgesamt eigentlich ein ganz gutes Event, weil die Droprate ist nämlich auch gut. Also ihr könnt jetzt natürlich sagen, wenn die Droprate nicht so gut ist, dann bringt mir das halt herzlich wenig. Aber ich habe es jetzt heute getestet und sofern die Droprate so bleibt, kann man am Tag, wenn man 3 Stunden, 2-3 Stunden levelt, locker über 100 Musiknoten farmen. Natürlich hängt das immer von der eigenen Killtime und so weiter ab. Aber ich denke mal, mit einer halbwegs okayen Killtime und ein paar 1 bis 3 Stunden Investment kann man sich hier nahezu alle Belohnungen oder zumindest die Belohnungen, die man wirklich haben will, locker flockig eintauschen. Und das, wie gesagt, reicht mir persönlich eigentlich, um zu sagen, dass es ein ziemlich gutes Event ist. Und ja, finde ich cool, dass man wieder so ein bisschen oldschool das Ganze hier übernommen hat, weil, wie gesagt, so sahen früher eigentlich alle Events von FlyFPC mehr oder weniger aus. Du farmst einfach Monster, kriegst die Event-Items, tauscht sie um gegen tonnenweise Boxen. Es ist zwar limitiert, aber die Limits sind relativ hoch. Also wenn man wirklich schafft, alles einzutauschen, behaupte ich jetzt mal, kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. Ich habe es heute mal grob überschlagen, ich weiß nicht, ob ich mich nicht verrechnet habe. Ich glaube, man braucht 2475 Musiknoten, um alles einzutauschen. Lass es ein kleines bisschen mehr, lass es ein kleines bisschen weniger sein. Es ist auf jeden Fall wirklich machbar, man hat 4 Wochen Zeit dafür. Und ja, da kann man sich dann wirklich nicht beschweren. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen oder im Livestream. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis dahin und rein, macht's gut und ciao, ciao.